Draußen herrscht extreme Tropenhitze. Die eigene Wohnung mutiert im Sekundentakt zur Sauna und an einen erholsamen Schlaf ist nachts überhaupt nicht mehr zu denken. Wenn Ventilatoren nur noch die ohnehin schon kochend heiße Luft im Raum herumwirbeln, hilft oft nur noch eine Reißleine. Ein mobiles Du hast dir eine Klimagerät. Medea Portable Aber wer gekauft sich und heute möchtest auf die. die Suche begibt, verliert im riesigen Dschungel der Angebote schnell den Überblick. Viele vermeintlich günstige Schnäppchen entpuppen sich im Alltag leider als lautstarke Stromfresser, die kaum spürbare Kühlung bringen. Welches Gerät bringt diesen Sommer also wirklich die ersehnte eiskalte Abkühlung, arbeitet dabei hocheffizient und schont gleichzeitig deinen Geldbeutel? Wir haben die umfangreichsten Labortests, Expertenanalysen und unzählige Langzeiterfahrungsberichte von echten Nutzern ausgewertet. In diesem Video schauen wir uns die 3 besten mobilen Klimaanlagen im Detail an, mit all ihren Stärken und Schwächen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, um herauszufinden, welches Modell perfekt zu deinem Zuhause passt. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir gleich die 3 Spitzenreiter enthüllen, müssen wir einen kurzen, aber extrem wichtigen Reality-Check machen. Es gibt nämlich ein paar fundamentale Dinge, die du vor dem Kauf unbedingt wissen musst, damit du am Ende nicht enttäuscht bist. Punkt Nummer 1: die Kühlleistung. Diese wird in der Regel in BTU pro Stunde oder in Kilowatt gemessen. Als goldene Faustregel gilt, für kleinere Räume wie ein kompaktes Arbeitszimmer reichen meistens 7.000 bis 9.000 BTU völlig aus. Hast du allerdings ein großes, offenes Wohnzimmer oder wohnst gar im Dachgeschoss, wo sich die Hitze extrem staut, dann solltest du auf keinen Fall unter 10.000 bis 12.000 BTU einsteigen. Zu wenig Leistung bedeutet schlichtweg, dass das Gerät im Dauerbetrieb läuft, Unmengen an Strom frisst und der Raum trotzdem warm bleibt. Punkt Nummer 2: der Abluftschlauch. Es gibt physikalisch gesehen keine echte mobile Klimaanlage ohne einen Schlauch. Ein Gerät, das keinen Schlauch nach draußen hat, ist lediglich ein Luftbefeuchter oder Ventilator, aber kein Klimagerät. Die Wärme, die dem Raum entzogen wird, muss zwingend nach draußen transportiert werden. Vergiss also nicht, dir direkt eine passende Fensterabdichtung mitzubestellen. Nur so verhinderst du, dass die glühende Sommerhitze durch den Fensterspalt sofort wieder nach drinnen strömt. Und Punkt Nummer 3: die Lautstärke. Da es sich bei den klassischen Geräten um sogenannte Monoblöcke handelt, befindet sich der Kompressor, also das lauteste Bauteil, direkt bei dir im Zimmer. Diese Geräte sind im Betrieb deutlich hörbar und liegen meistens zwischen 50 und 65 Dezibel. Wer also extrem empfindlich ist oder das Gerät direkt neben dem Bett im Schlafzimmer betreiben möchte, sollte ganz gezielt nach Modellen mit moderner Inverter-Technologie oder speziellen optimierten Silent-Modi Ausschau halten. Schauen wir uns nun an, welche 3 Geräte diese Herausforderung am besten meistern. Jetzt kommen wir also zu unserem Ranking. Wir starten auf Platz 3 mit dem absoluten Preis-Leistungssieger, der Comfy Breezy Cool. Wenn du nach einer Budgetlösung suchst, die deine Stromrechnung nicht auffrisst und trotzdem zuverlässig kühlt, dann bist du hier genau richtig. Vorteile sind unschlagbarer Anschaffungspreis, vollumfängliche App- und Sprachsteuerung, sehr kompakte Bauform, ideal für kleinere Räume. Nachteile: für große Räume über 25 Quadratmeter zu schwach, auf höchster Stufe spürbar hörbar und das Kunststoffgehäuse wirkt weniger hochwertig. In zahllosen Praxistests und Langzeitberichten wird immer wieder hervorgehoben, wie viel Technik man hier für verhältnismäßig wenig Geld bekommt. Mit einer Kühlleistung von rund 7000 BTU ist dieses Modell perfekt für Räume bis zu 25 Quadratmetern ausgelegt. Das absolute Highlight in dieser Preisklasse ist zweifellos die smarte Ausstattung. Das Gerät lässt sich komplett per App und sogar über Sprachbefehle steuern. Das bedeutet im Alltag maximalen Komfort. Du sitzt noch im aufgeheizten Büro oder bist auf dem Heimweg und kannst die Klimaanlage schon von unterwegs aus starten. Wenn du nach Hause kommst, erwartet dich ein perfekt temperiertes Zimmer. Natürlich muss man bei diesem Preis auch kleine Kompromisse eingehen. Für sehr große, offene Wohnbereiche fehlt der Comfy schlichtweg die Puste. Zudem arbeitet sie unter Volllast auf der höchsten Stufe recht hörbar, weshalb man den Raum am besten vorkühlt, bevor man sich schlafen legt. Wer aber eine clevere, bezahlbare Lösung für das Schlaf- oder Arbeitszimmer sucht, macht hier absolut gar nichts falsch. Falls dir übrigens das Video bis hierhin schon gefallen hat, lass doch gerne ein Like da oder verrate uns in den Kommentaren,
was wir besser machen sollten. Und wenn du schon dabei bist, vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Dann wirst du keinen unserer kommenden Vergleiche verpassen. Kommen wir zu Platz Nummer 2, dem absoluten Dauerbrenner in den weltweiten Expertenrankings. Die DeLonghi Pinguino PAC-Serie. Hier bewegen wir uns ganz klar in der Premium-Klasse der klassischen Monoblock-Geräte. Vorteile: enorme Kühlleistung für größere Räume, innovative Eco-Real-Feel-Technologie, spürbar bessere Schalldämmung, sehr edles Design. Nachteile: der hohe Anschaffungspreis, das Gerät ist relativ schwer und wuchtig und Zubehör für die Fensterabdichtung könnte umfangreicher sein. Wer ein robustes, langlebiges Kraftpaket sucht, das auch mit schwierigen Wohnsituationen klarkommt, landet unweigerlich bei diesem Modell. Mit einer brachialen Kühlleistung von bis zu 11.000 BTU schafft dieses Gerät es mühelos, auch größere Wohnzimmer oder stark aufgeheizte Dachgeschosswohnungen in kurzer Zeit spürbar herunterzukühlen. Das ganze große Steckenpferd von DeLonghi ist die patentierte Eco-Real-Feel-Technologie. Das Gerät misst nicht nur stumpf die Temperatur, sondern analysiert kontinuierlich auch die Luftfeuchtigkeit im Raum. Auf dieser Basis passt es die Kühlung so an, dass ein extrem natürliches und angenehmes Raumklima entsteht. Du hast also nicht dieses typische Gefühl einer eisigen, trockenen Klimaanlagenluft, sondern eine perfekt ausbalancierte Frische. Dank einer hochentwickelten Isolierung gehört die Pinguino-Serie zudem zu den leiseren Vertretern ihrer Leistungsklasse. Die Kehrseite der Medaille: das Gerät bringt ein ordentliches Gewicht auf die Waage und ist recht wuchtig im Raum. Zudem liegt der Anschaffungspreis im oberen Segment. Doch wer bereit ist, für spürbare Premium-Qualität und ein erstklassiges Raumklima etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, bekommt hier ein absolut verlässliches Profi-Gerät. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Geräte für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir nun zu unserer unangefochtenen Nummer 1 und dem absoluten Spitzenreiter des Jahres, der Midea Porta Split. Vorteile: revolutionär leise, unter 40 Dezibel im Innenraum, überragende Energieeffizienz, kein Unterdruck im Raum, extreme Kühlleistung von 12.000 BTU. Nachteile: sehr hoher Preis, die Montage der Außeneinheit erfordert am Fenster etwas Handgriffe, schwerer als klassische Monoblöcke. Dieses Gerät revolutioniert den Markt der mobilen Klimaanlagen komplett, denn es bricht mit den physikalischen Nachteilen herkömmlicher Geräte. Es handelt sich hierbei um ein mobiles Splitgerät. Das bedeutet, das System besteht aus einer Inneneinheit und einer separaten Außeneinheit, die über eine extrem dünne, flache Leitung miteinander verbunden sind. Der riesige, geniale Vorteil dabei: der laute Kompressor wandert nach draußen vor das Fenster. Während normale Monoblöcke im Zimmer dröhnen, arbeitet die Porta Split im Innenraum flüsterleise mit unter 40 Dezibel. Das ist kaum lauter als ein leises Flüstern und absolut schlafzimmertauglich. Mit einer enormen Leistung von 12.000 BTU kühlt sie selbst große Räume in Rekordzeit ab. Ein weiterer physikalischer Geniestreich: da die Wärme draußen abgegeben wird, entsteht im Raum kein Unterdruck. Normale Klimaanlagen saugen permanent warme Luft durch Türschlitze von draußen nach drinnen. Die Porta Split hingegen kühlt rein die Luft im Raum ab und arbeitet dadurch extrem energiesparend. Gibt es auch Nachteile? Ja. Die Porta Split ist eine echte Investition und das teuerste Gerät in unserem Vergleich. Außerdem musst du bei der Aufstellung die Außeneinheit sicher am Fenster oder auf dem Balkon einhängen, was ein klein wenig handwerkliches Geschick erfordert. Wer aber die mit Abstand effizienteste, leiseste und modernste mobile Klimatisierung sucht, die es aktuell auf dem Markt gibt, für den führt kein Weg an der Midea Porta Split vorbei. Das Fazit für diesen Sommer fällt also recht eindeutig aus. Wer aufs Budget achten muss und eine smarte, kompakte Lösung für kleinere Räume sucht, greift am besten zur Comfy. Wer das klassische, leistungsstarke Rundum-Sorglos-Paket für heimische Wohnzimmer sucht und Wert auf ein perfektes Feuchtigkeitsklima legt, ist mit der DeLonghi bestens bedient. Und wer absolut keine Kompromisse bei der Lautstärke, der Effizienz und der Kühlpower eingehen möchte, wählt mit der Midea Porta Split die absolute Königsklasse. Welches der 3 Modelle ist dein persönlicher Favorit für die heißen Tage?
Schreib es mir unbedingt unten in die Kommentare. Ich bin extrem gespannt auf deine Meinung. Wenn dir dieser ausführliche Vergleich geholfen hat, dann lass dem Video super gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um in Zukunft keine Technikchecks mehr zu verpassen. Bleib kühl, genieß den Sommer und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!